Willkommen mal wieder zu einem Blick in unserem Alltag. Heute möchte ich dir zeigen, wie du Lack, ohne ihn zu berühren, trocknen kannst. Welchen Vorteil hat es, den Lack, ohne ihn zu berühren, zu trocknen? Ganz klar, wir sparen uns oder wir vermindern das Risiko von Kratzern, einfach weil wir kein Mikrofasertuch und nichts anderes über den Lack bewegen müssen. Und wir haben einfach die Chance, auch Material zu sparen. Natürlich Mikrofasertücher müssen auch wieder gewaschen werden. Und die Luft ist in der Regel vorhanden, beziehungsweise gibt es ein paar Hilfsmittel, die das erleichtern. Dazu kommen wir später. Damit der Lack touchless getrocknet werden kann, müssen wir in diesem Fall und in vielen anderen Fällen aber auch erstmal etwas vorarbeiten. Der Wagen ist jetzt sauber, aber du siehst, wir haben kein Beading, kein Sheeting. Also das Wasser steht in einer Lache auf dem Auto, beziehungsweise fließt nur ganz langsam ab. Da würde mir Druckluft nichts helfen. Das heißt, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass hier Wasser abperlt, und das machen wir jetzt. Der erste Schritt ist natürlich die gründliche Fahrzeugwäsche. Die Vorwäsche war hier schon erledigt. Es geht jetzt also noch um die Hauptwäsche, und da hilft es schon, wenn du ein versiegelungshaltiges Shampoo benutzt. Aber Achtung, diese schäumen meist nicht sehr stark. Deswegen verwenden wir nochmal einen zusätzlichen Snowfoam bzw. ein Shampoo in der Schaumlanze, um mehr Schaum auf den Lack zu kriegen und mehr Gleiteffekt zu erhalten. Aber das reduziert wieder die Versiegelungsleistung. Du merkst, Schaum und Versiegelung schließt sich so ein bisschen aus. Deswegen ist es bei uns nur so ein Mittelweg. Eigentlich kannst du ganz normal mit einem pH-neutralen Shampoo waschen, eventuell auch mit Snowfoam, wenn du das magst, und dann am Ende dich ums Beading kümmern. Wir zeigen nur einmal hier, wie so ein Beading nach so einer Mischung aus Snowfoam plus Versiegelungsshampoo aussieht. Wichtig ist noch ein kleiner Hinweis: Ein Versiegelungsshampoo sollte nur verwendet werden, wenn das Auto generell relativ sauber nach der Vorwäsche schon ist, da es wie gesagt nicht so gut reinigt und nicht so gut leitet. Du siehst, wir haben schon wieder eine Art Sheeting zumindest hergestellt, also ein Wasser abfließen, ist aber noch lange nicht optimal, um es mit Druckluft zu trocknen, deswegen definitiv ausbaufähig. Also alles einmal gründlich runterspülen, Schaum aus den Ecken, Schaum aus den Kanten, denn dieser würde mit dem nächsten Schritt Flecken machen, und da kommt der nächste Schritt schon, eine sogenannte Wasch- oder Nassversiegelung, die direkt auf den sauberen, nassen Lack aufgetragen wird. Das kann man hier mit so einer Schaumlanze machen, reduziert dadurch leicht den Effekt, je nach Produkt. Es gibt auch welche, die mischbar sein sollen, oder aber man macht es aus einer Pumpflasche, ist ein bisschen anstrengender, hat minimal mehr Effekt. Da es für mich hauptsächlich ums Beading geht, und man sieht hier, das Beading ist hervorragend vorhanden, passt das hier wunderbar gut. Wir verlinken unten in der Videobeschreibung mal verschiedene Produkte, die sowohl gemischt werden können oder wir einfach mischen, und auch die direkt pur verwendet werden sollen. Dann kannst du eins aussuchen, was zu dir passt. Fahrzeug, wie gesagt, ganz gründlich abspülen. Wichtig mit dem Hochdruckreiniger, weil gerade diese Waschversiegelungen können leichte Flecken machen. Noch ein Tipp: Ich empfehle, Waschversiegelung nicht mit dem Druckpumpsprüher zu versprühen. Das kann so kleine Punkte machen durch diesen hohen Druck. Nimm entweder die Handsprühflasche oder eben eine Schaumlanze. Ich spüle nochmal mit fließendem Wasser nach. Den Vorteil sieht man hier: Das Wasser fließt wunderbar ab, und dann geht es ans Drucklufttrocknen. Dafür kann ich entweder einen so einen sogenannten speziellen Lackblower verwenden. Den siehst du hier im Bild. Der erzeugt warme Luft, die den Lack gerichtet trocknet, auch mit sehr hoher Geschwindigkeit. Wir haben hier die Pro-Version, die über 280 km/h schafft, und man sieht wirklich, wie die Tropfen hier wegfliegen. Es gibt auch zwei verschiedene Aufsätze. Einmal einen breiten Fächeraufsatz, den ich persönlich nicht ganz so favorisiere. Ich mag lieber den schmalen Aufsatz, den sehen wir noch später. Oder aber du trocknest herkömmlich mit Druckluft aus dem Kompressor. Achte hierbei darauf, dass du entölte, wasserfreie Druckluft hast in einer guten Qualität, die gefiltert ist, weil sonst schießt du dir Sandpartikel auf dem Lack, hast die auf dem Lack und verursachst Kratzer. Dann hat das ganze touchless Trocknen nichts gebracht. Falls du beides oder keins von beidem hast, kannst du alternativ auch einen Laubbläser nehmen. Der hat auch gefilterte Luft, der hat auch einen gerichteten Luftstrom, der hat auch viel Druck, allerdings kalte Luft. Wir haben hier mal direkt verglichen, weil es unsere erste Anwendung war. Rechte Seite wurde komplett mit Druckluft getrocknet, so wie wir es seit Jahren schon machen, und auch mit einem sehr starken Strahl. Wir haben hier 11 Bar und über 1500 Liter pro Minute, also da geht wirklich was ab bei dem Kompressor. Viel mehr geht halt wirklich nicht, ohne irgendwas zu beschädigen. Und auf der anderen Seite mit dem Blower. Bei der Druckluft sei noch dazu gesagt, dass man echt bei Dichtungen mit 11 Bar aufpassen muss, Abstand vergrößern oder einfach den Druck runterdrehen. Auf der Seite hier sind wir mit dem Blower rangegangen, erst mit der Fächerdüse und dann gleich, wie bereits erwähnt, mit der Runddüse. Ging auf jeden Fall viel komfortabler, viel angenehmer, mit viel weniger Bewegung, weil ich halt einfach einen größeren Umfang des Luftstrahls habe, der auch wirklich viel Druck hat. Also meine ganz gerichtete Druckluft war ein bisschen schneller am Abfließen, aber insgesamt auf die Fläche gesehen war das hier viel angenehmer, auch für Einstiege und Felgen. Und insgesamt das Ergebnis überzeugt auch. Ganze 30 Sekunden war ich schneller mit dem Blower.
Auch wenn der Zeitvorteil jetzt nicht objektiviert gemessen werden kann, er ist auf jeden Fall nicht langsamer als mit einem 11 Bar 1500 Liter Kompressor. Von daher für mich absoluter Favorit. Kleiner Wermutstropfen, natürlich ein relativ hoher Stromverbrauch. Das Pro-Gerät hat 3200 Watt. Das zieht natürlich deutlich mehr. Andersrum, so ein Kompressor zieht auch Strom. Also von daher nicht ganz ressourcenlos, wie ich am Anfang sagte, aber auf jeden Fall deutlich lackschonender als die Trocknung mit Mikrofasertuch und mindestens genauso gründlich, denn auch bei einer gründlichen Trocknung mit einem Mikrofasertuch muss ich die Ritzen auspusten, damit das Wasser nicht dauerhaft nachläuft. Ein letzter Hinweis noch, bei zu polierenden Autos empfehle ich das nicht, weil ihr eben Tenside auf dem Lack bekommt, weil ihr eben Versiegelung auf dem Lack habt. Das würde das Polierergebnis nicht unbedingt beeinflussen, aber einfach ein bisschen schwieriger machen, weil ich erstmal diese Versiegelung wieder runterpolieren müsste. Aber bei zu polierenden Lacken ist das lackschonende Trocknen nicht ganz so wichtig. Das war die kontaktlose Trocknung von Lack. Noch besser funktioniert es tatsächlich bei keramikversiegelten Lacken. Da fliegen die Tropfen nahezu weg von der Druckluft. Man kann, wie gesagt, den Druckluftanschluss vom Kompressor nehmen, so einen Blower, also einen expliziten Lacktrockner oder auch einen Laubbläser. Geht alles, funktioniert alles sehr gut. Je besser das Auto versiegelt, desto besser geht's. Aber auch bei unversiegelten Autos hast du gesehen, dass es super funktioniert. Für uns ist die beste Variante eine Kombination aus beidem. Das heißt, mit Druckluft zu trocknen und dann nochmal mit einem ordentlichen, hochwertigen Tuch einmal nachzugehen, wenn gerade diese kleinen, feinen Tropfen nochmal irgendwo aus den Ecken spritzen, dass man da einfach einen Tick schneller ist. Das funktioniert am allerbesten, aber gerade bei sehr empfindlichen Lacken, Unischwarz zum Beispiel oder generell Unilacken, ist das eine super Variante. An dieser Stelle viel Spaß beim Nachmachen. Danke fürs Zuschauen. Hau rein!